Du hast eine längere Pause hinter dir. Zum Beispiel an Weihnachten oder Silvester gab es genug andere Sachen zu tun und du hast dich nicht ums Trompete-Spielen gekümmert. Dein Ansatz bzw. deine Kondition insgesamt vom Körper haben sich etwas abgebaut, das ist ganz klar. Und wenn wir jetzt wieder ins Trompete-Spielen starten, ist es wichtig, dass wir uns nicht überfordern, sondern erstmal weich, ruhig und mit weicher, fließender Luft, ohne Blockaden, wieder ans Trompete-Spielen, ans Trompete üben, gewöhnen. Das heißt, wir nehmen uns tiefe Töne oder mittlere Töne und starten eben mit lang ausgehaltenen Tönen, wie zum Beispiel. Das Ganze im Mezzoforte, Mezzopiano, Mezzoforte Bereich. Also nicht zu laut, damit eben die Muskulatur sich gut einschwingen kann, durchblutet wird und letztendlich auch wieder unser Bewegungsapparat sich an das Trompetespielen, ans Mundstück etc. gewöhnen kann. Jetzt, wenn wir diese Übungen gemacht haben, dann gehen wir natürlich auch in eine tiefe Lage und nehmen schon ein paar mehr Töne dazu, damit es eben nicht immer auf die gleiche Art und Weise, sondern auch etwas von der Technik her in Variationen gehen kann. Und dann lassen wir es auch etwas laufen. Also Mezzopiano, eventuell auch Piano, damit man eben merkt, okay, die Luft geht nach außen, wir sind locker, nicht überanstrengend etc. pp. Wenn das gut funktioniert, dann gibt es keinen Grund, wieso wir nicht eine Etage höher gehen sollten, also jetzt zum C2. Oder so als Idee, als kleine Übung. Wenn du jetzt merkst, okay, es funktioniert ganz gut, die Lippen schwingen wieder, dann gibt es natürlich den nächsten Schritt und zwar zum Zungenanstoß. Hier auch wieder zurück in die mittlere Lage. G1 ist da unser Standardausgangston und dann geht es eben so weiter. Und so weiter und so fort. Ich denke, du merkst oder weißt, in welche Richtung es geht. Wichtig ist immer, dass wir eben unseren Zungenanstoß so kontrollieren, damit Luftbeginn und Tonbeginn übereinander gehen. Und nicht Tfa oder sonstige Sachen, aber da gibt es hier natürlich schon genug Videos zum Anstoß auf der Trompete auf diesem Kanal und auch bei meinen Kollegen. Jetzt gehen wir noch in die tiefe Lage, da auch die angestoßenen Töne. Und so weiter und so fort. Denk immer dran, dass die Luft durch die Trompete auf die andere Seite des Raums fließt und nicht irgendwo beim Ansatz oder hier beim Ventilstock entsteht, sondern immer raus in den Raum, damit Klang entstehen kann. Das sind so die ersten Übungen, mit denen ich starten würde, wenn es eben um den Wiedereinstieg geht. Und teile dir dein Üben immer in kleine Portionen ein. Viertelstunde und dann Pause, nochmal 15 Minuten und dann eventuell sogar noch ein drittes Mal 15 Minuten am Abend. Vergiss auch nicht, wenn du merkst, okay, es fühlt sich ganz okay an, perfekt wird es am Anfang nie sein, spiel auch Literatur, die dir gefällt. Mit Play-Alongs, Literatur, die im Orchester spielt und so weiter und so fort. Also da hat jeder ja sowieso ein Repertoire zu Hause, was man beim Üben immer sehr gut verwenden kann, was nicht zu schwer ist, aber Spaß macht letztendlich zu spielen. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Wiedereinstieg. Es lohnt sich definitiv. Bleib dran, damit du wieder die Form
von vor der Pause erreichst bzw. diese ausbauen kannst. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.